Am liebsten würde man es einfach hier so stehen lassen. Aber es geht nicht, es wird Baustelle, alles raus. Die Z3 ist die erste programmbesteuerte Rechenmaschine der Erde, und zwar die elektrisch funktioniert hat, die programmierbar war und binär gerechnet hat. Und sie wurde 1941 in Betrieb genommen, von Konrad Zuse selbst gebaut, mit Relais aus der Telefontechnik und hat auch bis vor wenige Jahre funktioniert und konnte vorgeführt werden. Leider dürfen wir das aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr, denn diese Maschine ist so in die Jahre gekommen, dass man sie aufwendig restaurieren muss. Wir müssen die Informatikausstellung in wenigen Wochen ausräumen. Und damit wir wissen, wie wir diese Maschine bedienen können, was sie kann und auch in der Hoffnung, dass wir sie auch restaurieren können für eine neue Informatikausstellung, haben wir heute eben diese Maschine angeschaltet. Konrad Zuse war ein Pionier der Rechentechnik. Er ist sowas wie der Begründer der Computerhardware. Meistens ist es so, dass Leute, die etwas völlig Neues entwickeln, dafür keinen Plan haben, sondern die haben erstmal eine Idee. Und diese Idee setzen sie dann um. Das Original, die Zuse Z3, die wurde im Krieg zerstört. Und dieser Nachbau, den wir hier sehen, stammt aus den 60er Jahren von Konrad Zuse persönlich. Er hatte Hilfe von seinem Freund und Kollegen Helmut Schreier, der Elektrotechniker war und die Idee der Telefonrelais an Konrad Zuse nähergebracht hat. Also der rechte Schrank, das wäre heute der Prozessor, während der linke Schrank heutzutage der Arbeitsspeicher ist. Die Impulsgeberwalze erzeugt den Arbeitstakt, mit dem die Maschine arbeitet, sowie die Taktfrequenz bei heutigen Prozessoren. Davor haben wir das Bedienpult mit einem Lampenfeld, dort werden die Ergebnisse angezeigt. Davor ist noch ein Keyboard, um Werte einzugeben. Und daneben haben wir eben ein Lesegerät für die Programme. Man kann die Z3 programmieren, sodass sie dann automatisch Berechnungen durchführt. Die Programme waren damals in Form von Löchern in alten Kinofilmen gestanzt. Auf den Streifen ist jedes Loch ein Bit. Und wenn an der Stelle eben ein Loch ist, dann ist es 1, ist dort keins, ist es 0. Auf dem Programm ist die Wurzel aus a mal b. Dann kommt eben erst ein Lesebefehl, um den ersten Operanden einzulesen. Dann ein Lesebefehl für den zweiten Operanden. Anschließend wird es multipliziert und so aus dem Ergebnis dann die Wurzel gezogen. Die Befehle werden Schritt für Schritt vom Streifen gelesen und dann vom Prozessor ausgeführt. Wenn ich am Bedienpult die 5 drücke, wird das in 101 umgewandelt und dort dann eben in den Registern gespeichert. Die Schrittschalter steuern den Ablauf der einzelnen Prozesse. Am Ende des Programms werden die Ergebnisse von binär in dezimal umgewandelt und dann auf dem Lampenfeld angezeigt. Um dieses großartige technische Objekt wieder funktionsfähig und vorführbar zu machen und in eine neue Informatikausstellung zu integrieren, brauchen wir einen höheren Geldbetrag. Also wir reden da von mindestens höheren 5-stelligen Beträgen. Denn es muss aufwendig, so technisch neu hergestellt werden, die Stromversorgung vor allen Dingen, dass es auf den brandschutztechnischen Stand von heute oder morgen kommt. Und da hoffen wir natürlich auf Unterstützung. Wenn Sie die Chance haben, noch einmal ins Museum zu kommen, bevor die Informatik geschlossen wird, dann ist jetzt der richtige Moment. Wir haben so gut wie keine Besucher aus Corona-Gründen. Es ist schön leer. Man kann alles noch mal wunderbar anschauen und wahrscheinlich wird die Informatikausstellung in wenigen Wochen ab Februar oder März geschlossen.